Hallo liebe Profis, strahlender Sonnenschein Ende Juni. Wir stehen in einem Maisbestand, aber was haben dann hier die Zubringer damit zu tun? Wartende Zubringer ist nie ein gutes Zeichen, aber das liegt nur daran, weil jetzt gerade die Mittagspause ist. Denn eigentlich sind wir wegen des Ausbringfahrzeugs hier. Und zwar ist das ein Holmer Terra Variant 435. Und noch besser bzw. noch besonderer ist das Anbauwerkzeug. Das ist nämlich der Grund des Besuchs heute bei uns für uns in der Nähe von Chemnitz. Das ist die neue Sekat Flex von Holmer. Eine Hacke, die gleichzeitig Gülle einarbeitet. Und das schauen wir uns jetzt für euch an. Wir haben anfangs des Termins heute haben wir die seitlichen Wurfbleche auch bereits abmontiert. Das Problem an diesem Bestand ist, es ist ein Zweitfruchtmais nach Feldgras. Und hier sind noch kleine Büschel Feldgras, die Bodenkontakt wieder gefunden haben und aufgehen. Das heißt, es sind tatsächlich schwierige Bedingungen hier für die Hacke. Nichtsdestotrotz kann sich das Ergebnis sehen lassen, wie wir finden. Das zeigen wir euch jetzt. Tiefengeführt wird die Hacke über Tasträder, wie wir sie hier sehen. Und angebaut ist sie im Dreipunkt-Hubwerk des Selbstfahrers. Also die Hacke ist aufgebaut in 8 Elementen, die parallel geführt an dem Rahmen angebracht sind. Und tiefengeführt werden die Elemente über das Stützrad, das hier stufenlos per Kurbel einstellbar ist. Zusätzlich hat jedes Aggregat hier einen Zylinder angebracht, der zum einen für die Section Control Aushebung dienen kann. Das heißt, jedes Aggregat schwenkt damit sehr weit nach oben. Andersherum kann über diesen Zylinder Druck auf das Aggregat übertragen werden, damit die Flügelschare bzw. Gänsefußschare sicher im Boden geführt werden. Wie hier, weil es sind sehr harte, trockene Bedingungen, da braucht es schon ein wenig Druck, dass die Hackaggregate sauber geführt werden. Die Aggregate können einfach per Schnellspannschloss in ihrer Breite verstellt werden, passend zu der jeweiligen Reihe bzw. wie nah man an den Pflanzenbestand ran möchte. Dazu kann dieses Spannschloss geöffnet werden und jeweils das Aggregat einfach auseinandergezogen werden. Hat man die richtige Breite, wieder spannen und dann kann es losgehen. Die Gülle wird verteilt mit einem klassischen horizontalen Schneidverteiler von Vogelsang und zu jedem Aggregat laufen dann entsprechend 2 Schläuche und optional wie hier gibt es eine Einzelreihenabschaltung bzw. über Section Control würde dann auch eine automatische Abschaltung der Reihen stattfinden, wenn man denn möchte. Kann man mit so einem Koloss überhaupt zwischen den Maisreihen fahren? Berechtigte Frage. Als Fahrer muss man sich natürlich schon konzentrieren, dass man mit dem Holmer genau 3 Reihen unter sich stehen lässt. Wir fahren hier ohne GPS. Allerdings muss sich der Fahrer dann nicht mehr auf die Hacke konzentrieren, denn die Hacke wird automatisch gesteuert und zwar von der kamerabasierten Lenkung, wie man sie von Claas kennt, beziehungsweise das System kommt von Claas. Der Holmer Terra Variant 435 ist das kleinste Modell aus dem Hause Holmer. Natürlich gibt es noch die größeren Brüder, den Terra Variant 585 und den Terra Variant 650. Aber selbst der kleine hier hat einen Tankaufbau von Zunahme mit 16 Kubikmeter Inhalt und entsprechend bringt er natürlich Gewicht mit und damit auch Zugkraft. Deshalb wiegt die Sekat Flex Hacke auch mehr als 2 Tonnen, damit diese Zugkräfte bzw. Kräfte, die von dem Holmer auf das Anbaugerät wirken, entsprechend bearbeitet werden können. Das Kürzel SL im Produktnamen gibt die Funktion der Holmer Hacke präzise wieder. SL ist die Abkürzung für Slurry, sprich Gülle oder Gärrest. Holmer bietet die Sekat Flex als 8- oder 10-reihige Version mit 75 cm Reihenabstand an. Der Durchgang beträgt 78 cm, so kann auch in höheren Beständen noch gedüngt werden. Der Verschiebeweg des im Holm integrierten Zylinders beträgt 23 cm, jeweils nach links und nach rechts. Aber wie sieht das Arbeitsbild aus? Auf diesem Acker wurde zuvor Feldgras angebaut und der Mais ist als Zweitfrucht nach dem ersten Schnitt angebaut worden. Schwierige Bedingungen also. Problematisch bleibt die Gülleeinarbeitung in den Spuren des Terra Variant 435. Schließlich wiegt der Selbstfahrer mit gefülltem Tank mehr als 30 Tonnen. Wir sind der Meinung, das Gerät ist eher für die Düngung als für die Unkrautbekämpfung entwickelt worden. So gibt es bisher keine weiteren Werkzeuge, um Beikraut mit Fingersternen etc. in der Reihe zu bekämpfen. Die Ausbringleistung hängt wie bei anderen Anbaugeräten auch von der Güllelogistik und der Schlaggeometrie ab. In diesem Fall ist der Schlag bis zu 750 Meter lang
und der Selbstfahrer muss mit leerem Tank durch die Maisreihen zurück zum Zubringer. Das bremst die Ausbringleistung natürlich enorm. Hier sieht man das Ergebnis des Einsatzes. Das heißt, die vorlaufenden 2 Gänsefußschare ziehen entsprechend einen Schlitz, in dem die Gülle eingelegt wird. Und dann folgt das hintere Gänsefußschar, was die Gülle abdecken soll. Soll deshalb, weil der Maisbestand hier mit 5 Pflanzen noch recht klein ist und wir die Abdeckbleche bzw. Wurfbegrenzungsbleche abgeschraubt haben. Wir fahren hier aktuell mit 7 km/h. Das ist eine angemessene Geschwindigkeit. Höhere Geschwindigkeiten haben dazu geführt, dass wir den kompletten Mais zugehäufelt haben und abgedeckt haben. So, jetzt habt ihr gesehen, wie die Hacke funktioniert. Viele Details, technische Details und Funktionen dazu, die beschreiben wir natürlich in unserem exklusiven Fahrbericht in der Profi. Exklusiv ist auch dieses Video mit Bewegtbildern von der Holmer Hacke. Insofern, wir freuen euch auf eure Likes. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir wollen die 100.000 schaffen und dafür benötigen wir eure Hilfe. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt auf die Glocke und wir freuen uns. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.